Hey, hey, hallo Leute und wow, ist hier viel Munition. Willkommen zum voraussichtlich finalen Part von Let's Play Metal Gear Solid 3 in der HD Collection für die PlayStation 3. Im letzten Part haben wir Wolke nochmal auf die Fresse gegeben, und zwar komplett, und im Schlagerhort auch. Und sind mit dem Motorrad ein bisschen rumgefahren. Und jetzt bleibt uns nicht mehr viel übrig. Ich will nur mal kurz sehen. Sind die gut oder sind die giftig? Man weiß es nicht. Jetzt würde ich sagen, ich hole mir nochmal ganz kurz diesen Frosch hier. Aber ich hole ihn mir so. Ist doch ein Frosch, oder? Ja. Achso, hier bin ich. Hallo. Frosch B. Hallo? Hier drüben. Lecker, lecker? Was ist ein lecker, lecker? Keine Ahnung. Ist das vielleicht alle Frösche oder so? Ich weiß es nicht. Meine Nahrung. Okay, ich habe... Ich habe 2 Käfige frei. Das heißt, ich werde mir jetzt nochmal 2 Tiere vermutlich betäuben. Vielleicht auch nur 1. Mal gucken. Merci. Jetzt komm erstmal mit. Kann ich dich noch heilen oder so, dass du nicht mehr so humpelst? Huch. Hä, warum? Das habe ich doch alles geheilt schon. Hä? Gut, man muss sagen... Okay, ich kann sie nicht mehr heilen, alles klar. Man muss sagen, nach dem letzten Part ist mir gerade mein Aufnahmegerät abgeschmiert. Und ich musste das jetzt mal ganz kurz alles neu anstecken hier. Irgendwas lief gerade ganz, ganz falsch. Aber das geht jetzt wieder, deswegen, jo. Komm mit. Ey, das hat ja jetzt gerade fast schon Resident Evil 4 Niveau hier. Ich will jetzt einfach nur zum See und zum Endkampf, okay? Bitte. Ich meine, ich bin schon wieder bei 3 Minuten. Cooles Lied. Hätte ich das gewusst, hätte ich wahrscheinlich lieber den letzten Part noch zu einem 40-Minuten-Part gemacht, als jetzt hier noch so ewig rumzuhängen. Ich dachte jetzt wirklich, dass das schnell geht, aber scheinbar gar nicht. Okay, meine Tarnung wurde mir genommen, warum auch immer. Eigentlich hatte ich das abgespeichert, aber okay. Ich weiß, die Tarnung ist hier schlecht, aber ich möchte die trotzdem im Endkampf haben. Hungry? Soll ich dir jetzt noch was zu essen zuwerfen oder was? Ist das jetzt gerade dein Ernst? Oh. Für den Endboss werde ich mich mal so ausrüsten. Und die kann weg. Jetzt willst du ernsthaft was zu essen von mir, ja? Oh mein Gott, ich fasse es nicht. Komm her.
Ist das jetzt dein Ernst oder so? Oh, mach mich jetzt nicht wahnsinnig, okay? Was? Achso. Hier. Nein. Komm, komm, komm. Ja, schön, dass du hungrig bist, aber du nimmst ja mein Essen nicht. Kann ich dir irgendwie was zu essen geben oder so? Wenn ich das jetzt hier nehme. Das esse ja dann nur ich, ne? Ach komm schon, Eva. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Also wie ich hier Essen geben kann, ich weiß es nicht. Och komm, das ist jetzt nicht... Ist das jetzt wirklich, wirklich nötig, jetzt kurz vor Ende des Spiels noch so eine Scheiße einzuführen? Oh nee. Eva, wie gebe ich dir denn was zu essen? Verdammt nochmal. Mann, so eine blöde Scheiße. Oh, ich wollte jetzt einfach nur schön das Spiel durchspielen und jetzt kommt wirklich noch so eine dumme Resident Evil 4 Scheiße. How to feed Eva. How do I feed Eva? Thank you. You gotta go into the food menu and select the food and it will bring up a menu that says Snake or Eva. Nein! And enter the food menu only I can eat. Gut. Also so wie hier steht, dass man es machen muss, geht's nicht. Gut zu wissen. Nein. Vergiss es, du bist eine eklige. Du bist da. Iss und hör auf, rumzuheulen. Let me have some more. Nee. Gibt's hier wenigstens auch andere Eva-Uniformen? Nein. Langweilig. Gut, komm jetzt mit. Komm. Huch, hier ist ein Abgrund. Das machst du jetzt bitte nicht, okay? Aber komm wenigstens. Ach, da hinten bei Eva ist ein Gegner. Oh, ich sehe diesen Baumstamm nicht. Es ist zu dunkel für mich gerade. Hä? Ach, nervt mich jetzt bitte nicht, okay? Ich will jetzt einfach gerade das Spiel durchspielen, bitte. Warum lebst denn du noch? Bitte komm. Eva, bitte komm einfach, okay? Genauso mit dir. Warum lebst du noch?
Machen wir es anders. Komm. So finde ich es witzig. Eva, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Komm gefälligst her. Wie viele von euch gibt es denn hier? Habe ich gerade ein Tier gekillt? Hier ist zumindest gerade irgendwas aufgeploppt. Könnte Nahrung gewesen sein. Ja, hier. Ein Pilz. Ist es überhaupt der richtige Weg hier? Ich bin im Kreis gelaufen. Ich kenne nicht mal den Weg. Auch dass jetzt so ein blöder Scheiß noch am Ende kommt, ist ja immer wieder klar. Eva, oh Gott, nein, das... Das ist so nervig. Okay, hier geht's lang, alles klar, danke. Warum nicht gleich? Snake, the lake is just over that cliff. Danke. Eva should be able to climb it if you help her. Keep her close to you. Das hat echt gerade Resident Evil 4 Niveau. Das ist richtig schlimm. Also nur für die, die es nicht wissen, Resident Evil 4 ist ein sehr gutes Spiel. Aber die Sache, dass man diese blöde Fotze Ashley die ganze Zeit dabei hat, die sich nicht wehren kann, das ist so eine blöde Kacke. Sie hier kann sich wenigstens noch wehren. Okay, gut. Jetzt bitte, ich habe jetzt wirklich fast eine Viertelstunde für diesen Scheiß verbraucht. Mir wurde gerade gesagt, hier hinter ist der See. Das Spiel lügt mich an. Ne, jetzt bin ich aggressiv. Hier, komm. Kommt her, Süßen. War hier nicht gerade noch einer? Ach, da oben. Ja, schön, dass du ihn siehst. Komm lieber her und hilf mir. Ey, wenn das so weitergeht, dann... Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Das ist jetzt einfach nicht Ihr Ernst. Hallo. Ich muss gleich noch einen Part aufnehmen. Wenn ich hier gleich am See bin und ich habe schon 20 Minuten auf dem Counter, werde ich garantiert nicht mehr den finalen Part hier draus machen. Was ist das? Das ist... Ich sag dazu nichts mehr. Also wirklich, so gut mir das Spiel auch gefällt, das ist einfach dumm und ein blöder Spielzeitstrecker. Wahrscheinlich dachte man sich so, oh, selbst für die, die durchrushen, brauche ich zumindest 10 Stunden Spielzeit. Oh fuck, ich bin erst bei 9,5. Also das Gefühl habe ich zumindest gerade bei dieser blöden Scheiße hier. Was ist denn das für ein unnötiger Kack? Also sowas Dummes habe ich lange nicht gesehen. Jetzt steht die wieder... Würdest du mal bitte zielen? Ganz ruhig, Joe, okay? Wir bleiben einfach ganz ruhig. Yes, this tastes like crap, but you are crap too. Komm, Schlampe. Da finde ich auch gerade den Kerotan-Frosch-Typen-Dings nicht witzig. Das ist... Da finde ich selbst das gerade nicht witzig. Wo seid ihr? Hallo? Na? Hallo? 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 Kommst du, Schlampe? Danke. Auch waren das schon wieder alle Gegner? Oh. Ich meine, klar, ich kann das hier machen. So.
Ist hier dann jetzt vielleicht, bitte, vielleicht möglicherweise endlich das Ende? Ich bin jetzt bei einer Viertelstunde. Ich weiß nicht, ob ich... Also ihr wisst es, ihr könnt auf die Partzeit gucken und wisst, ob das das Finale ist. Ich bin gerade so enttäuscht von dem Spiel, dass es jetzt wirklich am Ende so eine Scheiße reinbringen muss. Das habe ich von dem Spiel nicht erwartet. So unnötig. Come on, Snake. We made it. We made it. Over there. It's the boss, isn't it? I'll go get the wig ready to take off. Right. I'll leave you two alone. But come back in one piece, okay? Promise me! Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss. Why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now, consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Somehow I doubt it. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today, just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras.
They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. But we can still have hope for the future. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahia de Cochinos. It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the US government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the Sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The Sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission.
The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wise Men's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wise Men's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. I feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge. There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, MiGs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss. You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me.
Ich glaube, Let's see what you're... dass ich mir wahrscheinlich noch nie in meinem Leben You so wanna viele save? I'll get right on it. Feinde gemacht habe wie jetzt. Denn wir sind bei 30 Minuten und bleiben wir mal ganz realistisch. Wenn ich jetzt diesen Kampf machen würde, der, ja, sagen wir mal 10 Minuten dauert, dann wäre ich dann durch. Dann wären wir bei 40 Minuten. So wie ich Metal Gear kenne oder Metal Gear einschätze oder Metal Gear Solid einschätze, käme danach eine Endsequenz von Snake, be careful out there. 20 bis 30 Minuten. Sollte dann eine Sequenz von 20 bis 30 Minuten kommen, wären wir bei einer Paarzeit von definitiv über einer Stunde, voraussichtlich sogar weit über einer Stunde. Weil ganz ehrlich, 30 Minuten Sequenz, dann noch Credits plus Fazit, nochmal 20 Minuten drauf, wären wir so bei 1,5 Stunden. Das tue ich euch nicht an, das tue ich mir nicht an, da tue ich euch jetzt wirklich lieber diesen ekelhaften Cut an. Und wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Tut mir leid.